Das absolut leckerste Kotelett meines Lebens, Leute, habe ich in Venedig gegessen. Ihr werdet es echt nicht glauben, aber dieses Kotelett, ich habe gedacht, ey, die spinnen die Venezianer, was machen die damit? Denn es ist eine ganz besondere Zubereitungsform, ja. Und ich habe hier ein wundervolles, schönes Kotelettstück von meinem Metzger mit einem ganz dicken Knochen. Das sollte auch wirklich sehr, sehr dick sein. Und dem rücken wir dann später auf jeden Fall zu Leibe. Und als Beilage braucht man natürlich auch ein bisschen was. Und da schneiden wir uns jetzt auf jeden Fall erst einmal die Aubergine hier in kleine Würfel. Die Aubergine hat ja nicht so viel Eigengeschmack. Der entsteht ja später beim Würzen und im Zusammenspiel mit den anderen leckeren Gemüsesorten, die wir hier auch noch haben, nicht. Und ihr müsst auch darauf achten, auf jeden Fall gut durchgaren, denn Auberginen sind rohgiftig und wenn sie nicht richtig gegart sind, auch da ist ein Giftstoff drin, der kann echt gefährlich werden. So, als nächstes nehmen wir uns dann die Zwiebel vor. Die würfeln wir dann auch. Das wird so richtig schön lecker, herrlich. Und fertig sind die Würfelchen. So, weiter geht's mit den Champignons. Die Champignons, wisst ihr ja, die wascht man nicht mit Wasser. Die tue ich mir immer ein bisschen abwischen mit meinem kleinen Männle hier. Schaut mal, der ist doch süß, oder? Das ist meine kleine Gemüsebürste. Zum Schluss noch das süße Birnchen und dann sind wir schon so weit. Da machen wir jetzt Würfel draus. Och, das ist so richtig schön. Und so ein bisschen gucken, ein bisschen festere Birne, ne? Zuerst braten wir uns jetzt mal die Auberginen in Olivenöl an. Nebenbei tun wir uns die Zwiebel ein bisschen karamellisieren mit ein kleines bisschen Butter. Wenn die Auberginen so ein bisschen angebraten sind, nehmen wir auch gleich die Champignons noch mit rein. So, und hier die Zwiebeln vorne sind jetzt soweit, glasig. Und da geben wir dann eine so ganz leichte Prise Zucker oben drüber. Schau mal hier rein. Toll. Schön glasig und die bräunen sich jetzt so ein bisschen durch den Zucker und auch durch die Hitze natürlich. Und es gibt dem Ganzen vom Gemüse so eine schöne, angenehme Süße. Jetzt das Ganze ein bisschen abdecken, dass es einköcheln kann. So Leute, die Birnen, die kommen zum Schluss rein, damit die uns nicht zerfallen, denn die geben ja auch noch mal so eine ganz besondere Süße. In Kombination mit den karamellisierten Zwiebeln ist das echt ein Gedicht. So, und jetzt noch eine ganz kleine Prise Pfeffer mit rein und ein bisschen Salz. Herrlich. Jetzt lasst ihr das dann noch ein bisschen durchblubbern, noch mal abdecken, dass die Birnchen auch schön durchziehen. Und dann geben wir zum Schluss unsere Zwiebelchen drauf, dann ist unsere Beilage schon fertig. Und dann können wir schon unserem Kotelett zur Leibe rücken. Gesagt, getan, jetzt geht's ans Kotelett klopfen. Und da fangen wir hier am Knochen an und arbeiten uns so schön nach außen. Da fliegen die Fetzen. Da kann man so richtig schön mal seine Aggression auch loswerden, ne? Für ein Kotelett, Leute. Das habe ich jetzt windelweich gekloppt. Morgen habe ich wahrscheinlich einen Muskelkater. Aber so muss es sein. Habt ihr jemals schon mal das Ding so platt gehauen? Macht das unbedingt, weil das ist nämlich eins der Geheimnisse und es kommen noch mehr. So, jetzt bauen wir dann mal unsere Panierstraße auf. Da brauchen wir als erstes Mehl. Dann brauche ich noch ein paar Eier und Semmelbrösel. Und die Eier, die kommen jetzt hier rein. Klar, ne? Weil wir wollen es ja auch in Ei panieren. Und das Geheimnis für eine richtig schöne, fluffige Panade ist ein kleiner Schuss Sahne. Der kommt jetzt hier rein. Und dann schwenken wir jetzt praktisch das Ei mit der Sahne so leicht unter, aber nicht ganz 1:1 alles vermischen, sondern lasst ein bisschen Struktur, weil das sorgt dann später dafür, dass unser Kotelett so richtig schön fluffig aufgeht und die Panade sich nicht so randrückt ans Fleisch. Und den Rest von der Sahne, die geben wir bei unserem Gemüse mit rein. So, jetzt tauchen wir dann unser Kotelett ins Mehl ein. Und da achtet auch drauf, dass von allen Seiten, an allen Stellen auch wirklich Mehl dran ist, weil sonst haftet nämlich das Ei am Ende nicht. Das ist so riesig, das passt gar nicht rein in mein Gefäß. Und dann zum Schluss ein bisschen abschütteln.
Und dann geht's ins Ei-Sahne-Gemisch. Auch hier dabei darauf achten, dass jedes Fleckel Kotelett mit Ei benetzt ist. Die Pfanne habe ich schon angeheizt, dass das Öl heiß wird. So, jetzt kommt es dann in die Semmelbrösel. Auch hier drauf achten, patscht es nicht so an. Schön locker die Semmelbrösel auf dem ganzen Fleisch verteilen. Leute, ihr könnt gespannt sein, was ich mit dem Ding hier nachher noch vorhab. Da ist mir doch glatt so ein Wassertropfen in meiner Pfanne geblieben und ich habe das nicht gesehen und das ist voll explodiert. Ich hätte es fast ins Gesicht gekriegt. Also passt unbedingt dabei auf. Ne? Jetzt habe ich noch einmal eine Ölflasche geholt, habe das Eis sauber gemacht. Puh, das ist echt gefährlich, wenn man das ins Gesicht kriegt, das heiße Öl. Jetzt haben wir eine neue Flasche, die tun wir hier wieder rein. Ziemlich gut 3/4 nehme ich davon, dass ich ganz viel Öl habe für das Kotelett, dass es schön drin schwimmt und dann versuchen wir es nochmal. So, damit wir die perfekte Temperatur kriegen hier für unser Öl, habe ich mir mal meinen Grillthermometer geholt. Und zwar brauchen wir nämlich genau 170 Grad. Und das ist echt wichtig, auch für Schnitzel oder Kotelett, auch für unsere Churros zum Beispiel. Jetzt habe ich hier schon ein Beispiel viel zu viel, da muss ich mal runter mit der Temperatur. Ach, wisst ihr was, Leute, ich habe eine Idee. Ich verlose so ein Thermometer. Wenn ihr eins haben möchtet, dann schreibt unten in die Kommentare #Schnitzel und dann gelingt es auch euch. Immer mit dem Kotelett-Schnitzel, auch mit den Churros, also brauchen wir unbedingt. Jetzt haben wir wie viel? 180 Grad, jetzt geht schon. Jetzt ein bisschen noch warten und dann können wir schon rein in die Pfanne. So Kinder, und jetzt lassen wir es so richtig schön anblubbern und wenn es unten goldbraun ist, dann drehen wir es um und zwischendrin die Pfanne immer so ein bisschen schwenken, damit die Panade sich nicht festsetzt am Fleisch. Aber der Trick kommt erst zum Schluss. So, jetzt bereiten wir schon mal einen Teller vor. Mal schauen. Und jetzt nehmen wir dieses göttliche Teil raus aus der Pfanne. Und jetzt kommt nämlich der Clou. Das Öl gieße ich jetzt raus aus der Pfanne. So, jetzt legen wir das Kotelett wieder rein. Und jetzt kommt das Geheimnis mit Essig ablöschen. Jetzt einmal wenden gleich. Das glaubt man gar nicht, aber das ist wirklich etwas ganz Besonderes und es gibt dem Schnitzel so einen tollen Geschmack und das hat am Anfang auch so ein bisschen befremdlich für mich geklungen und ich konnte es gar nicht glauben, aber jetzt muss ich immer wieder an dieses Kotelett denken, habe ich gerade Schnitzel gesagt. So, jetzt abtropfen lassen und zurück auf den Teller. Essig ist das Geheimnis, Leute. So, und jetzt dann nochmal dieses wunderschöne Gemüse-Pendant zu dem Kotelett dazu mit der Süße der karamellisierten Zwiebel und der Birne dazu als Beilage. Wirklich echt was ganz Tolles, Herrliches. Und der Essiggeschmack von dem Kotelett, der wird euch überzeugen. Und ich probiere es jetzt. Das lasse ich mir heute nicht nehmen. Alter Schwede. Echter Hammer, ne? Jungs, habt ihr Hunger? Auf jeden Fall. Und hier sind auch noch ein paar tolle Rezepte für euch, Leute. Es hat mich riesig gefreut, dass ihr dabei wart und zugeschaut habt. Wir sehen uns die Tage. Ciao, ciao, macht's gut. Mensch, ist das was lecker, echt.